Das neue Forum ist in Berlin gegründet worden. Es gab eine Reihe von äh, befreundeten Personen, die schon lange während der DDR-Zeit sich gegenseitig kannten, äh, versucht haben, Menschenrechte durchzusetzen. Der Gründungszeitpunkt hing damit zusammen, dass in der damaligen DDR sich im Jahre 1989 die Erkenntnis breit gemacht hat, dass die Dinge nicht so bleiben werden, wie sie sind. Man wusste nicht, in welche Richtung die Dinge sich entwickeln würden. Kein Mensch war sich sicher, ob es tatsächlich friedlich ablaufen würde oder ob wir in einen Strudel von Gewalt hineingeraten werden. Das neue Forum war eine sehr heterogene Gruppierung. Und die meisten Mitglieder des neuen Forums wollten die DDR eigentlich erhalten. Im Gegensatz zu einer Minderheit, zu der ich gehörte, die die DDR als ein Produkt von Suspendierung der Demokratie, Behinderung der Bewegungsfreiheit und hundertprozentiger Meinungskontrolle und der Überprüfung durch ein staatliches Sicherheitssystem, an dessen Spitze die Stasi stand. Der Meinung waren, zu der ich wie gesagt auch damals tendierte, dass für den Fall, dass alle diese Dinge, die wir als menschenrechtswidrig betrachten, von einem Tag auf den anderen oder von einer Woche auf die andere nicht mehr da sind, hört die DDR auf zu existieren. Es gibt keinerlei Grund für eine eigenständige DDR, sondern es gibt in diesem Fall überhaupt keinen anderen Weg als die Wiedervereinigung Deutschlands. Die Besetzungen der Botschaften der Bundesrepublik Deutschland in Prag und teilweise in Warschau und der ständigen Vertretung in Ostberlin haben die Leute elektrisiert. Sie guckten wie gebannt auf die dort sich zuspitzende Lage. Es gab plötzlich aufgewühlte Debatten an den Arbeitsplätzen, die man vorher in der Form nicht gekannt hat. Aufgrund der katastrophalen hygienischen Bedingungen in der Botschaft möglicherweise Krankheiten ausbrechen könnten und sich mit den Gedanken getragen hat, die Leute einfach gehen zu lassen, und zwar Richtung Westen. In Wirklichkeit ist es so, dass wenn an diesem Abend in Dresden tatsächlich geschossen worden wäre und wir hätten 20 Tote oder sowas gehabt und vielleicht 100 Verletzte, dann glaube ich nicht, dass am nächsten Tag in Leipzig 70.000 auf die Straße gegangen wären. Dann am 9. Oktober, einen Tag später, in Leipzig alle Dämme gebrochen sind und 70.000 Menschen um den Leipziger Ring rumgelaufen sind und die Staatsmacht keine Chance mehr hatte, selbst wenn sie es gewollt hätte, hier irgendwas zu unterbinden. Einer der Mitglieder der Gruppe der 20, der hatte die Idee, dass sich die Gruppe der 20 als Vertretung der Bürger dadurch legitimiert, dass sie aufruft, dass jeder, der die Gruppe der 20 unterstützen will, 1 Mark auf ein Konto überweist. Und jede Mark, die dort überwiesen werden, mussten einzeln überweisen. Das ist ja auch kontrollierbar, dass niemand 50 Mark, sondern 1 Mark. Es müssen Einzelüberweisungen sein. Und diese 1 Mark war eine Stimme, die der Legitimation der Gruppe der 20 diente. Es muss in der Nacht vom 3. zum 4. Oktober gewesen sein. Da kamen also Züge aus Prag. Es standen ungefähr schätzungsweise 10.000 oder 20.000 Menschen um den Bahnhof herum. Größtenteils Leute aus Dresden, die eigentlich nicht aufspringen wollten. Und der Bahnhof wurde von Polizisten umstellt. Es
konnte niemand rein und niemand raus, aber jeder wusste, dass innerhalb des Bahnhofs noch jede Menge Menschen waren, die auf die Züge aufspringen wollten. Damals ist die Situation zum ersten Mal eskaliert. Die Leute rissen Pflastersteine aus den Bordsteinkanten und haben damit, so hoch sie treffen konnten, die gesamte Verglasung des Bahnhofs zertrümmert. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern, mit Schlagstöcken und zog einzelne Personen aus den Umstehenden raus, die dann verschwanden. Und das hat natürlich die Lage nochmal eskaliert, denn dann haben natürlich sofort die anderen gesagt, gebt den Mann wieder raus oder gebt die Frau wieder raus, sie hat euch nichts getan und so weiter. Das war alles noch keine Revolution. Es war, wie gesagt, eine Menschenansammlung am Bahnhof. Und die Dresdner kamen nicht deshalb, weil sie weg wollten oder Revolution wollten, sondern weil sie sowas auch noch nicht gesehen hatten und sich das angucken wollten. Die entscheidende Verschärfung kam an diesem Tag durch plötzlich ein Gerücht, was innerhalb dieser umstehenden Menschen die Runde machte. Man sagte, dreht euch mal um und schaut euch mal an, im Hotel Neva, im Interhotel Neva, in einem der oberen Stockwerke, war alles schwarz von Videogeräten. Und die Meinung, die sich da herausbildete, war, und das ist das Gerücht, weil man nicht wusste, wem die Videogeräte gehören. Es können auch ganz normale Hotelgäste gewesen sein. Weil sich die Meinung herausbildete, jetzt filmt uns die Stasi, sie stellen jedes einzelne Gesicht fest und in den nächsten Wochen kommen sie in die Betriebe und greifen einen nach dem anderen, der sich hier gezeigt hat, raus und stecken ihn in irgendein Lager. Auf Nimmerwiedersehen. Und das halte ich für den Moment des Umschwungs in den Gefühlen der Leute. Am nächsten Tag kam man wieder zur Arbeit und sofort, auch an meinem Arbeitsplatz, war die allgemeine Überzeugung, wenn Sie unseren Bruder oder unsere Tochter oder unseren Ehemann oder wen auch immer filmen und einsperren werden in den nächsten Tagen oder Monaten, dann gehen wir morgen alle auf die Straße, dann können Sie alle einsperren, dann ist niemand mehr da. Und das hat dazu geführt, dass jetzt plötzlich die Präsenz auf der Straße eine Dauererscheinung wurde. Und es ging auch noch. Man konnte es auch noch wagen. Warum? Weil man natürlich wusste, dass die DDR-Regierung eine eitle, sich selber beweihräuchernde, in einem völligen Realitätsverlust lebende Clique keinesfalls riskieren würde, dass am 7. Oktober, am Staatsfeiertag, Gäste sich deshalb abmelden, weil sie wegen eines Massakers, was in Dresden oder Leipzig oder sonst wo stattgefunden hat, es ablehnen, als Kulisse für diese Feierlichkeit zu dienen. Deshalb sagte man, bis zum 7. Oktober können wir uns das auch erlauben. Man wird uns nicht erschlagen. Man will doch nicht dieses Jubiläum im Blut baden. Danach wird es ernst, aber jetzt nicht. Und aus dem Grunde stabilisierte sich die Präsenz auf der Straße.